Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der stoischen Philosophie ein. Ich bin Felix. Und ich bin Lisa. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das nicht nur philosophisch spannend, sondern auch unglaublich relevant für unseren Alltag ist. Stoa für den Alltag, die Anwendung von Marc Aurels Selbstbetrachtungen. Genau, Lisa. Marc Aurel war ja nicht nur ein römischer Kaiser, sondern auch ein bedeutender Philosoph der Stoa. Seine Selbstbetrachtungen sind ein zeitloses Werk, das uns auch heute noch viel zu sagen hat. Ich finde es unglaublich spannend, wie wir diese alten Weisheiten in unser modernes Leben integrieren können. Was denkst du, Lisa? Warum ist die Stoa heute noch so relevant? Ich denke, die Stoa bietet uns praktische Werkzeuge, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Stress, Ängste, Unsicherheiten, das sind alles Dinge, die wir alle kennen. Die Stoiker und insbesondere Marc Aurel zeigen uns, wie wir durch Selbstbeherrschung, Gelassenheit und die Konzentration auf das, was wir kontrollieren können, inneren Frieden finden können. Ein wichtiges Wort hier ist Selbstbeherrschung. Das bedeutet, die Kontrolle über seine eigenen Gefühle und Reaktionen zu haben. Das stimmt. Ein Konzept, das ich besonders hilfreich finde, ist die Unterscheidung zwischen Dingen, die wir kontrollieren können, und Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Marc Aurel schreibt oft darüber. Kannst du das für unsere Zuhörer ein wenig erläutern, Lisa? Natürlich, Felix. Marc Aurel betont in seinen Selbstbetrachtungen, dass wir uns auf das konzentrieren sollen, was in unserer Macht steht. Unsere Gedanken, unsere Urteile, unsere Handlungen. Dinge wie das Wetter, die Meinung anderer oder äußere Ereignisse können wir nicht beeinflussen. In unserer Macht stehen bedeutet, dass wir etwas kontrollieren können. Wenn etwas außerhalb unserer Kontrolle liegt, haben wir keinen Einfluss darauf. Also, wenn ich das richtig verstehe, sollten wir unsere Energie nicht darauf verschwenden, uns über Dinge zu ärgern, die wir sowieso nicht ändern können. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, wie wir auf diese Dinge reagieren. Das ist leichter gesagt als getan, oder? Absolut, Felix. Es erfordert Übung und Bewusstheit. Ein hilfreicher Tipp von Marc Aurel ist die regelmäßige Selbstreflexion. Er hat ja seine Selbstbetrachtungen als eine Art Tagebuch geführt. Selbstreflexion bedeutet, über seine eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen nachzudenken. Das finde ich einen super Ansatz. Sich abends hinzusetzen und den Tag Revue passieren zu lassen. Was lief gut? Was lief schlecht? Wie habe ich auf bestimmte Situationen reagiert? Und vor allem, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Den Tag Revue passieren lassen ist übrigens eine schöne Redewendung und bedeutet, sich an die Ereignisse des Tages zu erinnern und darüber nachzudenken. Genau. Und es geht auch darum, seine eigenen Urteile zu hinterfragen. Oft bewerten wir Situationen vorschnell als gut oder schlecht, ohne die gesamte Perspektive zu sehen. Marc Aurel ermutigt uns, objektiver zu sein und unsere Bewertungen zu überprüfen. Urteile hinterfragen bedeutet, seine eigenen Bewertungen und Meinungen zu überprüfen und zu analysieren, ob sie wirklich zutreffend sind. Vorschnell ist ein gutes Stichwort. Das bedeutet, dass man etwas zu schnell und ohne gründliches Nachdenken tut. Wir neigen oft dazu, vorschnell zu urteilen, oder? Zum Beispiel, wenn uns jemand im Straßenverkehr schneidet, regen wir uns sofort auf und denken, Mensch, was war denn das jetzt? Aber vielleicht hatte die Person einen wichtigen Grund, es eilig zu haben. Richtig. Die stoische Philosophie lehrt uns, einen Schritt zurückzutreten und die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Vielleicht hatte die Person einen Notfall oder sie war einfach nur unaufmerksam. Wir wissen es nicht. Anstatt uns zu ärgern, können wir versuchen, gelassener zu reagieren. Einen Schritt zurücktreten ist eine Redewendung und bedeutet, Abstand zu gewinnen, um die Situation klarer zu sehen. Gelassenheit bedeutet Ruhe und innere Ausgeglichenheit. Das erinnert mich an ein Zitat von Marc Aurel, das ich kürzlich gelesen habe: Du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne dies und du wirst Stärke finden. Das fasst es eigentlich perfekt zusammen, oder? Ja, das trifft den Kern der stoischen Lehre.
Es geht darum, die innere Stärke zu finden, indem man seinen Geist, also seine Gedanken und Einstellungen, kontrolliert. Äußere Umstände können wir oft nicht ändern, aber wir können immer entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und wie können wir diese stoischen Prinzipien nun konkret in unserem Alltag anwenden? Hast du da ein paar praktische Beispiele, Lisa? Nehmen wir mal das Beispiel Stress im Job. Wenn du eine wichtige Deadline hast und der Druck steigt, kannst du die stoische Denkweise anwenden. Anstatt in Panik zu verfallen, konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Deine Arbeit, deine Zeiteinteilung, deine Konzentration. In Panik verfallen bedeutet, plötzlich große Angst zu bekommen und die Kontrolle zu verlieren. Zeiteinteilung bedeutet, zu planen, wie man seine Zeit am besten nutzt. Klingt logisch. Also, anstatt mich darüber zu ärgern, dass die Deadline so nah ist, was ich ja sowieso nicht ändern kann, konzentriere ich mich darauf, wie ich meine Zeit am effektivsten nutze, um die Aufgabe zu bewältigen. Genau. Und ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit Kritik. Marc Aurel würde uns raten, Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern sie objektiv zu betrachten. Ist die Kritik berechtigt? Kann ich daraus etwas lernen? Wenn ja, dann nutze sie, um dich zu verbessern. Wenn nein, dann lass sie einfach los. Etwas persönlich nehmen bedeutet, etwas negativ auf sich selbst zu beziehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir neigen oft dazu, Kritik als Angriff auf unsere Person zu sehen, anstatt sie als Chance zur Weiterentwicklung zu betrachten. Das ist oft leichter gesagt als getan. Stimmt, es braucht Übung. Aber je öfter wir uns darin üben, desto leichter wird es uns fallen. Ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit Verlust oder Misserfolg. Die Stoiker lehren uns, dass Vergänglichkeit ein natürlicher Teil des Lebens ist. Nichts bleibt für immer. Und wir sollten lernen, loszulassen und uns auf das zu konzentrieren, was wir haben, anstatt dem nachzutrauern, was wir verloren haben. Vergänglichkeit bedeutet, dass alles irgendwann endet oder sich verändert. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke, finde ich. Es hilft, sich daran zu erinnern, dass alles im Leben kommt und geht, sowohl die guten als auch die schlechten Zeiten, sowie die Jahreszeiten, die sich ständig ändern. Genau, Felix. Und zum Schluss noch ein Tipp. Fange klein an. Du musst nicht gleich dein ganzes Leben umkrempeln. Wähle einen Aspekt der stoischen Philosophie aus, der dich anspricht, und versuche, ihn in deinen Alltag zu integrieren. Vielleicht möchtest du anfangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, um dich auf die positiven Dinge in deinem Leben zu konzentrieren. Etwas umkrempeln bedeutet, etwas komplett zu verändern. Das ist ein guter Rat, Lisa. Kleine Schritte führen auch zum Ziel. Ich denke, ich werde mal versuchen, bewusster auf meine Gedanken und Reaktionen zu achten und mich zu fragen, ist das jetzt wirklich in meiner Kontrolle? Oder wie würde Marc Aurel in dieser Situation reagieren? Das ist eine hervorragende Idee, Felix. Und du, liebe Zuhörer, wie wollt ihr die stoischen Prinzipien in eurem Leben anwenden? Wir würden uns freuen, von euch in den Kommentaren zu hören. Ja, teilt eure Gedanken, Erfahrungen und Fragen mit uns. Wir sind immer gespannt auf euer Feedback. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren spannenden Folgen verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bleibt gelassen und denkt daran, die Kraft liegt in euch. Im nächsten Podcast tauchen wir in ein neues, spannendes Thema ein, bei dem ihr viele interessante und unterschiedliche Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Seid gespannt. Tschüss.